Hey, Wildermyth, neue Story-Kampagne Sunswallower's Wake. Kurzer Disclaimer, es ist jetzt Wildermyth Patch 1.6. Wir haben 26 neue Fähigkeiten bekommen für Pets und Transmutation der Charaktere. Das Magieresistenzsystem wurde überarbeitet. Magieresistenz funktioniert jetzt nicht mehr wie Rüstung und reduziert den Schaden, sondern Magieresistenz ist jetzt temporäres HP gegen Magieschaden, das einmal die Runde regeneriert. Wir sehen gleich, wie sich das verteilt. Sonst, wenn das Video hier tatsächlich diesen Sonntag rauskommt, also am 5., am 6. März, habe ich alle 3 Kampagnenkapitel am Samstag aufgenommen, 1 geschnitten und hochgeladen und ja, ne, war dann anstrengend genug für mich. Aber ich musste warten, bis der Patch rauskam und irgendwie hat mich Elden Ring aufgehalten und ist ein gutes Spiel. Aber legen wir los. Sunswallower's Wake ist eine komplette Legacy-Kampagne. A forgotten tyrant returns to his talon-torn land. In the grey reaches, blood betrays blood. Bonds are kept, bonds are broken. And the feathered thief who ate a piece of the sun hungers still for more. A 3-chapter campaign for legacy heroes with multiple threats. Okay. Wir spielen auf Tragic Hero, kein Walking Lunch heute. Ich kenne die Kampagne nicht und Kapitel 3 soll recht schwer sein, habe ich im Forum gelesen. Also ich habe es wirklich noch nicht angespielt, noch kein Event davon gespielt. Komplett blind auch für mich. Ich lasse Carved in Stone an, einfach nur, weil ich es immer anhabe, sonst mache ich komische Dinge. Ich werde kurz ein Team zusammenstellen und es euch dann vorstellen. Oh, ich sehe, wir haben hier unten Rollen schon. Wir haben also einen Solo-Charakter und 2 Charaktere, die zusammen unterwegs sind. Ich schaue mal kurz, wen ich mitnehme und dann melde ich mich wieder. Okay, hier sind meine ausgewählten Charaktere. Wir haben Salira dabei mit... Oh, wie kann ich Ihnen das jetzt nochmal aussuchen, vernünftig, dass ich das zeigen kann. Mit Battle Dance und Endurance. Wir haben Saturan dabei als unseren Mystik mit Ignite Plus, Compulsion und Improvised Fireball und Mortificial Limbs Plus für die Armbrust. Und als Solo-Wanderer haben wir Flynn mit, naja, allen Standard-Schurken-Fähigkeiten. Knöpfe drücken, Thornfang, Windwalk und Rogue. Plan ist hier, dass Flynn vielleicht irgendeine Verzauberung bekommt. Bin nicht sicher welche, höchstens was fürs Gesicht, vielleicht ein Kristallauge oder so. Gucken, dass ich die Fähigkeit für das Minipad vielleicht sehen kann. Saturan ist so fertig. Und Salira bekommt hoffentlich die Flugfähigkeit von den Krähenflügeln, die neu ist. Was sonst direkt noch neu ist, ist Krähenbeine, geben jetzt Magieresi. Die haben vorher gar nichts gegeben. Hier unten, da habe ich bis jetzt noch nie drüber geredet. Wenn man Legacy-Helden dabei hat, schlägt das Spiel einem vor, dass man mit, naja, Gegnerkarten direkt anfängt, damit die Sache nicht so einfach ist. Ich bin persönlich kein besonders großer Fan davon, weil das neuen Helden quasi keine Chance gibt, irgendwie in die Kampagne einzusteigen, wenn die mit ihrem Tier 0 Equipment gegen 30 Gegnerkarten kämpfen müssen. Aber weil wir hier 3 starke Helden haben, nämlich einen 5er, einen 4er und einen guten einen 2er, denke ich mal, wir fangen mit 20 Karten an. 30 finde ich ein bisschen viel. Der Plan hier ist, dass Salira irgendwie was Cooles bekommt. Die ist ja noch jung und frisch. Wir suchen... naja, nach coolen Fähigkeiten. Ich sag, die hat Battle Dance und Endurance. Waffe braucht ihr eigentlich nicht, wenn dann einen neuen Bogen. Im Endeffekt so nach coolen Fähigkeiten hoffen, die befördern zu können. Eventuell Flynn befördern und ich sag, Saturan ist so fertig. Genug geschwätzt, fangen wir an. Hoffentlich kommen wir damit durch. Die Kampagne soll recht knackig sein und vor allen Dingen gegen alle Gegnersorten, nicht nur gegen einen. Da stand ja Deepists eben. Aber naja. So, hier haben wir unsere Karten. Es spielen keine Drechsel mit, das ist schon mal ganz gut, die mag ich nämlich nicht. Haben wir irgendwelche extra Gegner? Wir haben das Bockmoor dazu bekommen, die Stormthroat. Wir haben keinen extra Gegner für die Deepists, wenn ich mich nicht gerade arg vergucke. Groven ist okay, was ich hier sehe. Gorgons sind mir ziemlich egal, das sind keine schweren Gegner. Und die Mortagi haben den Wildling mit dazu bekommen. Ach doch klar, die Deepists haben die Hornschildren. Die Hornschildren machen die Deepists sehr schwächer als stärker. Sieht in Ordnung aus von den Karten her. Legen wir los.
Meeting at the Idyllbrick Inn. This sprawling valley, these towering peaks, you feel the shape of them in your blood. They are as they were when life was young, when the first of our people set foot upon the untilled soil. Those were cold days, stumbling days, but we were not alone. There were beasts of the earth, of lake and stream, of the sky, and other shapeless things, both willful and strange. Some came with friendship, others with mischief, and one day, over our lowly hovels, swooped Vulture. She was known to us by name and rumor, the mighty Sun Thief, cunning, capricious, covetous. Insatiable in her appetites, she conquered and devoured, and thirsted after all that shone and sparkled, jewels and gems, and stars and moon. And most of all, she desired the sun. So, up to the sky's very rim she soared, and with the beak she tore it down, and carried it back to her mountain. Then, the sun shone only at Vulture's whim, and the land fell into bitter winter. So it was when we came to the valley. Cruel winds froze the blood in our veins, long nights stole our children and our old, and in the midst of our mourning, Vulture appeared. She claimed us as her subjects, and she offered us a span of sunshine, a warm and prosperous year. In return, we would pay her tribute, the corpses of our dead. We refused. Incensed, Vulture spread her wings and departed. But when we lay asleep, she returned, clutching in her talons a lick of sun flame. It burgeoned into a mighty blaze, and consumed all that we had built. But courage, sometimes, is born from great anguish. Think that was the end of the old bird? So did our ancestors actually? Flames charred her flesh and melted her feathers, but the malice so pure and pungent which dwelt in Vulture's heart would not perish. Gnarled and misshapen she arose, hissing her hate and vowing revenge. Imagine being too hateful to die like a normal thing. She's a regular pest in lots of the old stories, always popping up to eat us and steal our joy. My nan had a big book of stuff like that, rocked me to sleep with it. Always liked a talking animal. Wieso steht hier eigentlich mit dem Schwänzchen da oben auf dem Dach und hat dieses kleine Vieh mit dabei? And there, that should do it. I've gotten sort of used to the old drip drop. Wonder if I'll miss it. Hey, you good with doors? Sorry, of course, I'm glad to help, but you don't have a regular house mender for this kind of work? Out here, I'm lucky if I see the same face twice, much less an odd jobber. First it was the floods, now it's rumors of kidnappers and beast worshippers, not a lot of folks willing to risk the road. Just get the adventuring types mostly, not that I'm complaining, get to meet some real heroes sometimes. Why, as soon as I saw you I thought, what about those two? Oh! The dusty roads that stitched his yondering together are riddled with inns like Savalias. Here, weary feet can stall while empty bellies are filled and words are traded. News and rumor, tale and song, like seeds lodged in a traveler's shoe. They take root wherever they are dropped. You are up from the river towns? Can you tell me if Krusty Dwin ever finished a new windmill? Did you see it? Is it bigger than before? Don't worry, you'll get a chance to tell me all about it. I'll get ready the rooms. 3 heroes met at an inn. Sounds like the start of one of Nan's stories. I imagine it's lonely work running a place like this. You on a job too? I wouldn't say that exactly. Savalia was just telling me about her leaky roof and I figure it's good practice to take work where it's offered. So how about it, Saturan? It said that those who desire help had best start by asking for it. Their story isn't all new to Flynn. Cultists have plagued the people of these lands as far back as she remembers, and lately, it seems every new sun brings together grim tales of their doings, abductions, pilferings and wars. The faces she meets on the road are too often clouded with fear and mistrust. It's not limited to the roads anymore. Homesteads have been ransacked, places like this.
Old Lady Masil tried to stop them making off with her sheep. It didn't end pretty. So the river people tried putting a company together, hiring folk to patrol the roads, root out the cultists. We were the only volunteers. And you're wondering if I... Okay, who's ready to see my collection? That one in the middle is Redbeard Silverclaw. Jetzt ganz ruhig. Da sind tatsächlich Leute von mir dabei. Das hier ist Shadar. Das ist tatsächlich Redbeard Silverclaw. Die anderen drei kenne ich, glaube ich, nicht. Das ist lustig, dass in dieses Storyboard hier Legacy-Helden eingebaut sind. Wer meine Legacy sehen will, kann das letzte... Okay, da genug Schwachsinn. That one in the middle is Redbeard Silverclaw. Passed through a few years ago and let me take her sketch. Really captured her fierceness, don't you think? Then there's Grantol and Gromway, and of course the amazing Shadar the Arcane. My wall of heroes, I call it, always looking for new additions. Want me to show you which beds they slept in? Ugh. By a crackling hearth, plans are settled. Saving a spot on my wall for you, Flynn, don't forget. So, out of all the jobs you've taken, what's the weirdest? Or how about the most rewarding? Don't think about it in those terms much, but there was this time last fall when... Know what that sounds like? He scrambled down the hillside, chasing sounds of a scuffle to the canyon entrance. Where a traveler is beset. So, wen haben wir hier? Nahkämpfer, Fernkämpfer, Fernkämpfer, Verkämpfer, egal und ein Mushrocks, direkt schon so früh. Okay, wir haben hier jemand echten, Brakken. Die hat einen coolen Umhang an. Was hast du denn da? Uff. Got that loyal smell. Ist sie ein Held, der sich gleich anschließt? Also, wir haben hier Salira. Wir haben eben gerade schon mal kurz über die Fähigkeiten geredet. Die hat nicht viel mitbekommen, außer Battle Dance Plus und Endurance. Wir haben Saturan, der im Prinzip ein fertiger Charakter ist. Und wir haben Flynn. Wir haben hier nur 3 Kapitel in der Kampagne. Das bedeutet, die werden wahrscheinlich alle bis zum Schluss mit dabei sein. Hier ist genug Platz, um Saliras cooles Schwert auszuprobieren. Hui! Saturan kannst du mit dem Wristbolt auf den Mann schießen. Wunderschön. Das Ding ist ekelhaft. Der ist von einem Mortagi repariert worden. Der hat seine linke Hand und sein Bein verloren. Das ist ein Turbo-Held. Seht ihr in der Kampagne noch. So, finden wir mal raus, wo das restliche Gesindel sich rumdrückt. Scout, tu deine Arbeit. Und dich bringen wir am besten in Sicherheit. Ich weiß nicht genau wo, aber ich würde sagen am ehesten... Oh, die läuft nicht weit. Ich verstehe, die will bei ihrem Wagen bleiben. Ich hau mal ein Interviews auf einen Tree. Schauen mal, was es zu sehen gibt. Können einen Wildgrass mit dran setzen. Okay, von da oben kommen die Horn Children. Children of the Horn. Slinger aus der Ecke. Der Mushrocks wird jetzt reinchargen und sonst nicht viel machen. Wie gehen wir die Sache hier am besten an? Das macht wenig Sinn. Ignite kommt bis zum... Ah ja, okay. Also Ignite macht 7 Punkte Schaden. Und es würde ihm jetzt 3 Punkte Schaden machen, weil vorher die 4 Punkte Magieresi kaputt gemacht werden. Das ist ein Bonus und ein Nachteil, würde ich sagen. Wie viel Damage machst du denn, junges Fräulein? 4 Punkte? Dann hau mal das... Können wir die Sache rückgängig machen? Okay, ist ein Moment her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich hoffe, ich finde mich hier schnell genug wieder ein, bevor was Ernstes passiert. Hier unten die beiden pulverisieren wir einfach. Saturan ist meine per Hand geschmiedete Killermaschine, Mythwalker, Mystiker. Der braucht nichts und niemanden, der vernichtet einfach nur Dinge. Die Frage ist, kannst du hinter denen? Nein. Dann kommt der Mushrocks hier aber gleich runter und das ist problematisch. Wir könnten das Hornschalt ignorieren. Wie viel Damage macht denn so ein kleiner Kerl? 2 bis 3, das heißt Brakken wird die Sache überleben, weil die hat genug Rüstung dafür. Also gehen wir den Mushrocks direkt an.
Hey, großer Kerl. Na gut, so viel zu diesem Plan. Dann soll Flynn doch das Hornschalt abstechen. Die bleibt ja unsichtbar dabei als Schurke. Hornfang werden wir diesmal nicht benutzen. Wir packen Brakken mal ein bisschen aus dem Weg, damit der Mushrox hier so durchchargen will und nicht... Naja, mal schauen, was passiert. Genug geschwätzt. Das hat er gut hingekriegt. Jetzt können wir nämlich gemütlich in die Zange nehmen. Wir schießen ihn von hier unten mit dem Wristbolt an. Und um den Rest kann sich dann Flint von hier oben kümmern. Waren nicht schon alle? Waren nicht mehr Gegner eingetragen? You can put the shovel down now. Those things are... Hey, you alright? Yes, just... Oof, didn't even try to catch her. It caught me off guard. Poor woman. Think we can carry her back to the inn? Where? What? Easy now. There's a place up ahead. You're safe while you're with us. Get some rest. By the time they reach the roadhouse, the stranger is fully awake. She calmly declines all offers to treat her wounds, accepting only a seat at the table and a bowl of warm broth. She lets the steam bathe her face for a few moments, breathing deeply, then takes the bowl to her lips and drains it. You look brighter. Would they not say that medicine mends the body, while a warm meal restores the... What? Mind? Das... Restores the what? Danke. Ich habe das vorher nicht gelesen, aber... The man? Ah, never heard that one. You live around here? Yes. I have called the Grey Reaches home since I was very young. Grey Reaches? Is that not what you call these lands? Oh, Nan said that was the name a long time ago. This stretch of country, from high atop the greyest peak, all the land in Shadow's Reach, or something like that, had a funny way of naming back then. Yes, well, some of us still use the name. Shall we go and stand by the fire? It occurs to me, friends, that I owe you an introduction. Brakken is my name. I am a servant. I wouldn't have taken you for... A life of servitude is little valued by some, derided by others. Ist die Brakken, den Namen kenne ich irgendwoher. Wie ich die Kampagne hier freigeschaltet habe, das war doch in einer von meinen Online-Kampagnen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man die da schon mal gesehen hat. Ist auch Wurst. Ich guck mal selber nach, ich schreibe es dann vielleicht in den Kommentar drunter. Das müsste in der Deepist-Kampagne gewesen sein. Also in der, die hier vorher lief. Monarchs of the Mountain? Under the Mountain. Yet, it is the life of my choosing. Other paths presented themselves. Easier path, perhaps, but deplorable to my eyes. Through every hardship I have stood by my lady. Whilst she endured all the ills and indignities the world would inflict. But now, to have her home overrun by those things, worshippers of false gods. What do they call themselves? The Downers? You are talking about the Deepists? Ah yes, that's the word. In the roots of our mountain their tunnels sprout and tangle like weeds. In our home, beneath my lady's chair, their leader skulks. And from safety, he directs his followers to conquer and pillage. Their numbers grow, they spread, their stronghold all but inaccessible, except... There are a few passages, entrances, which only my lady and I know of, so I came in search of a few brave souls to aid us. Dare I hope that my search is over? Brakken's resting, finally, long day for her. You've been quiet, Zaturan, something on your mind? Only pondering our good fortune that we should meet this woman and she should meet us. Our way forward, how we proceed, there's little left to consider. Well, there's one thing. Can't be a real band of adventurers unless you have a name. Something catchy like... The sellswords of the Counterlight. The brethren of the illustrious stone. The leopards of the glutted blade. Nein. Wir sind
Ganz technisch. Brakkens Vanguard. It's perfect. Here follow the tales of Brakkens Vanguard, and over the grey hills they go. Was haben wir denn hier? Eine recht kleine Map. Clear all hostile sites. Locate Graymountain. Gut, das heißt, wir helfen da jetzt dabei, die Deepists zu verjagen. Und wahrscheinlich ist das ein dickes Negativ für uns, weil wir ja jetzt noch nicht wissen, dass die böse ist. Wen können wir denn hier rekrutieren? Schauen wir kurz rein. Wir haben nur 3 Punkte. Tut mir leid, wäre nicht schlecht. Ein zweiter Krieger so früh. Wir kommen vielleicht nochmal drauf zurück. Was noch geändert wurde, wenn eine Incursion kommt und man kämpft jetzt gegen die, hat das nicht mehr nur Nachteile, sondern der Incursion-Timer verlängert sich dann, sodass weniger Incursions kommen. Vorher war es ja eigentlich nur sinnvoll gewesen, Incursions über eine Verteidigung abklingen zu lassen, weil man dann Legacy Points gekriegt hat. Bei Hoof and Horn, I've read about forests like these. The trees are so thick even the noonday sun can't reach the ground. We haven't seen a single living thing, but I can't shake the feeling that we are being Shh! I see someone. Hide! Mystiker? She looks sad. Maybe she's lost. Hello? Are you lost? Ah! Sorry, you scared the life out of me. So alt wie die aussieht, hat die nicht mehr allzu viel davon übrig. Da müssen wir aufpassen. What are you doing here? We could ask the same of you. We are hunting the horned monsters that live here. I suppose we are here for the same thing then. Oh, wenn die jetzt bei uns mitkommt, hätten wir 2 Mystiker, einen zweiten Krieger mit dabei. Wäre die Gruppe doch schon fertig für die ganze Kampagne. I suppose we are here for the same thing then. You came by yourself to kill these vermin? They are not vermin. Or they weren't always this way. They were people once, and one of them was once my husband. Evil sorcery stole your husband away? No sorcery, just words, evil, slippery words. Words I'd like to shove down someone's throat. He's too far gone now, my husband. The last time I saw him, all that was left in his eyes was some primal rage that terrified me. The person I knew is gone. I hesitated when I should have struck him down. Who knows what he has done since. I am here to end this, before he can hurt anyone else. Na dann, join us, we will do this task together. I thank you for your offer. Truly, I was not sure how I was going to manage this on my own. So, die ist tatsächlich ein Mystiker. 49, hat eine Mistgabel dabei, herzlichen Glückwunsch. Wäre cool, wenn wir die Gruppe so schnell voll kriegen, so früh in so einer schweren Kampagne. Hätte ich jetzt spontan nichts dagegen. FBI, open up! Hallo, Freunde! Ich habe mal von dem einzigen Mage in Wildermyth gehört, der Feuerbälle schießen kann. Aber das beendet die Runde. Uiuiui. Na dann machen wir das volle Programm. Ich würde sagen, wir schießen einen Armbrustbolzen. Zünden die Gegend an. Und schicken unsere Leute rein. Der ist theoretisch sowieso tot. Da brauche ich nichts mehr zu tun. Kann ich irgendwas interfusen, was mir weiterhilft? Das war wohl ein Schritt zu weit. Tut mir leid für alle, die es vorher gesehen haben. Schicken wir den Scout rein. Okay, haben einen Woken Slinger. Hier ist erstmal zu. Der versucht Freunde zu rufen. Ja, die soll helfen. Wenn sie schon hier ist, die fühlt sich sonst nur traurig. Das hat ein Healed. Das Scheiße.
So, Salira kommt nicht so weit, aber all meine Krieger besitzen ja auch einen Bogen. Aus sinnvollen Gründen. Und wir haben immerhin noch unseren Schurken hier vorne. Ich denke also, es kommen noch Gegner. Kapitel 1 Kampagnen verwirren mich mittlerweile anscheinend. Saturan und Salira are now rivals, okay? Soweit ich weiß, hatten die zwei schon mal ein Kind zusammen. Armbrust, ja, schön. That's the last of them. Aye, that villager is still here. The Deepists have been dealt with. Yes, thank you. What will you do now? Und sich uns anschließen. I don't know. There's nothing left for me in my village. I just can't go back to that life, knowing the creatures are out there. Let me come with you. I can be useful in a fight. I won't slow you down. 2 Punkte. Naja, ist immerhin ein Punkt günstiger, als jemanden zu rekrutieren. Und die hat theoretisch eine Backstory. Welcome to Brakken's Vanguard, Rossi. Thank you. It won't bring my beloved back, but maybe I can help others to avoid that fate. Aber jetzt brauchen wir einen ganzen Haufen Punkte, bis wir Dunlaith rekrutieren können. Wir müssen jetzt so lange einen nackten Mystiker mit uns rumschleppen. Gut, erstmal bauen wir eine Brücke. Und nach drüben. Der Incursion Timer hat angefangen zu laufen, das heißt theoretisch müsste es irgendwo Korruption geben, ja, hier in den Foothills. Ah, the Great One, okay. So I noticed Flint's been gone for a while, any clues why? I bet she's just sitting down somewhere enjoying the quiet. This peddler may know. Oh, peddler woman! Who? Excuse us, peddler woman, we are wondering if you've seen a lady pass this way dressed for the wilderness. Well, firstly, I'm not selling anything. Could have been any time in the past couple days. Where are you coming from? Small village, near what we used to call Golden Deer Hedge. It's not Golden Deer Hedge where she was heading, giving it a look, but you never saw her? Sorry, no, but listen. Folks have been disappearing back there. I don't know what's got into them. But it's not safe. I've packed my things and I'm heading out. Your friend? Well, I hope you find her. The woman and her cart roll along. Wait, you don't think Flint's hiding under all that junk, do you? Or perhaps she was disguised as the peddler? By the sound of it, there's something worth running from up ahead. And that's where we sent her. Anything? No, you? No, it's a little village, but I doubt they all packed and left. From a gully among the rocks rises a brief gust of voices. Hear that? Come, Great One! Come, Great One! Great One, come! Great One, come! Come, Great One! Shouldn't you ask a little more nicely? Hush up! Yeah, hush! Come, Great One, we've brought you your gift. Spare us! Flynn! The urgent cries and amber torchlight are easy to follow in an otherwise still night. Flint's cage is makeshift but sturdy. This is a sacrifice, isn't it? Shh, not if you stop it. So, attempt to reason, rescue Flynn by force. Ich glaube, das hier war das Vernünftige. Good neighbors, landsfolk, listen, there's no need for blood. Trying to get us all killed, stranger, or just yourself? The opposite. See, that's my friend you've caged up. It's not my way, leaving friends to die. Saturan! This is the price of survival. Our own are not exempt. The Great One demands sacrifice, and we have no choice but to oblige. No choice at all? What are you saying, and what's this Great One? We haven't seen it, the Great One. It comes with a host of misshapen beasts, monsters. It burns, it eats, or else it rages and kills across the countryside. So we kill it? Huh? We will kill it. Won't we? I guess so. You really mean that? You will stand in its way, do battle with a deadly monster? Why? Call it academic curiosity. I kind of just want to see it for myself. If we fail, then it gets to eat us anyway, doesn't it? Either way, you're safe. Well, I see no harm in letting you try. Don't expect us to throw our lives in with yours. The village folk shuffle past, up to their homes.
Saturan, Rossi, and Salira break Flynn out of a prison. Let's try not to judge them too harshly. Fear makes folk desperate. From within the cave, a blue glow grows. Huhu! And a hungry growl. Das war mein hungry growl. Huhu! Mehr kriegt ihr nicht. Ja. Was haben wir hier? Soul Splitting sagt mir gar nichts. Compulsion habe ich schon. Ich glaube, wir haben aktuell keinen Earthscribe unter uns. Bockmo, Raccoon, Rager, Row und The Great One. Aber der steht direkt hier vor uns, also spielt er eh nicht allzu lange mit. Wir machen ein... Doch, die Linie müsste reichen, wenn ich von hier aus schieße. Mit der Boneland hier quer rüber. Sollten wir von hier einen kritischen Angriff kriegen. Flapp, flapp, flapp. Einmal. Die Frage ist jetzt... Ne, die kommt sowieso nicht an den Raccoon dran, egal was wir hier machen. Das war übel. Gut, übertreiben wir es halt. Brennen wir den Raccoon. Und werfen die Fire Leash an. Okay, ihr habt es vielleicht gerade gesehen, wir haben ja hier Rivalität zwischen Salira und Saturan. Saturan hat einen Crit gemacht und Salira hat jetzt erhöhte Crit-Chance für den nächsten Angriff. Genau, plus Stun-Chance. Salira has accepted a challenge from a rival. Bockmore, mein guter Freund. Wie wär's denn, wenn du mal so grob in unsere Richtung kommst, nachdem wir nun wissen, wo du bist? Salira mal in Stellung. Saturan dahinter, der ist ein bisschen unstabil, was Rüstung angeht. Da kommt hoffentlich noch was. Wir stellen mal auf Guardian. Schmeißen hier unten den Diskus an. Was sieht dahinter? Ich gehe davon aus, dass gleich noch ein paar Gegner von oben kommen. Wer fehlt uns denn noch? Der Rager. Da ist er. Wenn man vom Rager spricht. So, mein kleiner Krähenkrieger. Schlag den Bockturm mal quer durch die Höhle. Was hat das gemacht? 1 Punkt Schaden. Ja, ist mir ziemlich egal. Na, was hat denn Splinter Blast für eine Range? Wieso ist denn da? Achso, das ist ein Baumstamm. Nicht allzu weit, schätze ich leider. Na, reicht. Jetzt müssen wir schauen, wie Flynn da einen Crit produzieren kann, wenn sie denn einen produzieren kann. Okay. Wir können hier jetzt Schurkentaktik anwenden und das Wurfmesser noch mit rausgeben. Vorher für ein bisschen extra Damage. Und jetzt zustechen. Immer dran denken, Wurfmesser ist eine Swift Action, deshalb Leuten, die nur eine Waffe in der Hand haben, immer ein Wurfmesser oder eine Axt mit dazu packen. Gut, die hat ihre ganzen Bewegungspunkte wieder zurückgekriegt, weil die ein Schurke ist und für Melee-Kills Punkte kriegt. Und weil die das Wurstmesser, ich wollte Wurstmesser sagen. Was ich wirklich sagen müsste, wäre Wasserdolch oder Wassermesser in dem Fall. Aber ich wollte definitiv Wurstmesser sagen. Kann man nichts machen. Was haben wir gekriegt? 07 Speed geht an unseren Krieger. The Great One is extinguished, reduced to ash. Its minions are dead or scattered. Flynn and the rest make a very return from the cave in the gully. You are a true friend, Saturan. I want you to know I'm grateful. Flynn, did you rescue the wrong person in the dark? You sound friendly. Well, why not? Aren't we friends? Kind of. Dawn climbs onto the distant hills as the old village spokesman sheepishly approaches, trailing a young woman with fiery eyes. Let me first thank you, strangers. My name's and my parents were among the first sacrificed to that thing by this man and his posse. We all wound up under their thumb. In any case, you've broken their power and we've wrested our homes back. You and yours will be welcome here for the rest of numbered days, and in our humble village your names shall never fade. As the morning stretches, Flynn and the others head out, refusing an offer to stay in favor of getting on the road. The people here will be strong, believing in the courage of Brakken's Vanguard.
The lair of the Great One will be overgrown with flowers, a memorial to the innocents who died there. The story will ring through generations. Hier ist, was das bedeutet. Wir gehen zurück. Warum habe ich denn da eigentlich nicht aufgebaut? Ich weiche in der Birne heute. Wie viele Punkte wollten die von uns für Dunlaith haben? Ist doch irrelevant. 6 Stunt-Shores. Puff, ich würde sagen, auf unseren Schurken. Wir rekrutieren. Let's go. Dann nach hier aufbauen. Hier die beiden machen, das da machen. Das Ganze hoffentlich, bevor die Incursion fertig ist. Oh, das ist aber happig hier. Okay, Moment. Dunlaith ist was? Legacy 2. Das heißt, die kostet mich 5 Punkte. Die beiden hier würde ich gerne wegmachen. Ich bin mir nicht sicher, ob die 5 oder 6 Punkte kostet. Das macht mich gerade nervös. Die ist Level 2. Ein normaler Held kostet 3 Punkte. Das heißt, wenn ich meinem eigenen Video trauen kann, müsste ich jetzt genug Legacy-Punkte noch übrig haben. Ha! Ich kann meinem eigenen Video trauen. Ja, schwierig. Nur 2 Fähigkeiten. Die hat viele sehr gute Fähigkeiten schon von vorne weg. Ich würde Endurance nehmen. Ja, wir machen genauso wie der andere Endurance Battle Dance. Zealous Lieb und Paladin sind aber auch sehr stark. There comes soon a night when Flint's path puts her down again at the old inn door. From outside, the innkeeper's haltless chatter sounds like merry music. Oh Gott, das Ding schon wieder. Even climbed on my roof, that woman, and was able to fix the leak. Course, I used to wash my neck from the drip that was dropping, so now you've got dinner still, don't you? Or is it just talk? Flin the Fox, you're back already. Got kicked out? Come inside. There's at least a beggar's bowl left. Trail happened to bring me back. I'll stay the night again if I'm welcome. You'll never be a stranger under this roof. It's half yours. Flint's fat and bits of Zoe are squeezed out of her grudging mouth. I think it's lucky you happened back. The woman at my back is surely a legend in her own right, at least to us on this patch of earth. You make me sound like the local pepper eater. It'll be the match everyone's wanting. You two together, it'll inspire 1,000 rhymes. Us together, I wonder how you mean that. You do look like you've been holding your words in. Sorry. Yeah, so, Flynn, let me honor the moment and make this formal. Folks know me for my flair and for my wit, and for the way my gaze rakes a sunlit field. But they also know I'm someone to depend on. I'm strong, and so... If you are the hunter Sevalia's been singing about all night, if your company is called Brakken's Vanguard, I'd like to join you. I don't care really, yeah, come along if you want. Your name's Dunlaith? Right, yeah, Dunlaith, it's Deepists in the mountain. One of us will likely watch the other die, are you okay with that? Had my share of run-ins. Alright. Share drink? A first drink. Wow, chills, I'm getting chills. Was ein Schwachsinn. Ich mag das aber, dass der Innkeeper hier nochmal ein eigenes Ding dabei gekriegt hat, wenn man da jemanden rekrutieren will. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Gut, die Party ist komplett. Das ist Brakken's Vanguard. Und ich denke, wenn hier zwischen den Kampagnen nicht irgendwie 1 Milliarden Jahre vergehen, sind das hier auch die Leute, die bis zum Schluss da bleiben. Wir müssen hier kurz ran. Ich würde gerne eins von den S streichen, damit ich die Dame Rose nennen kann. Dann haben wir hier nicht so einen Stress mit meiner schrägen Ausdrucksweise. Und weiter geht die wilde Fahrt. 2 Krieger, 2 Mystics, 1 Melee. Hunter ist nicht ganz meine Lieblingsparty, aber hey, man arbeitet mit dem, was man hat. Waterling. Look like some foxes up in the heather, snapping at bees. Folded clouds filter the harshness from the light. Hills swell and sink in soft hues, the day's damp coating them. Strange day, I've been on edge since the morning. Even by this age, wanted to be married to someone.
What? You picture certain things for yourself, don't you? I always did. Slopes struck him down, a little valley to a riverside. Sound of rushing water comes, clearer, broadening. Nothing extraordinary, you thought once. Love would happen, it would spring on you like a season that comes early, unexpected, but... we should drink together more. Have we ever? The riverbank is a low-roaring, life-smelling place. I don't know, anyway. You picture it'll come along one day. I laugh like that, but it doesn't. Maybe it did and I missed my chance? I'm kind of surprised. You seem like you... I don't know. I really don't know, I guess. Wasted time, wasted youth. Oof, dramatisch here. Hey, stop! Someone's here already. What? Huh? One glimpse and Dunlaith pushes forward. A man is kneeling by the river. When he notices them, he straightens, dropping some glinting article in the water. His chin tilts. He's undoubtedly a Waterling, a mythical being born of the river, a wild steward who swims its course and presides over its depth and banks. Dunlaith, moving toward him as if pulled, catches his eye. Dunlaith, be careful here. He's not necessarily glad you're human. You are beautiful. His glance is dark, curious. Lingers over Dunlaith's face. Then he glimmers a star-like grin. And dashes away up the riverbank. Whatever gleaming object he abandoned in the river begins to drift the opposite direction. Wait, but... so. Dunlaith kann ihn verfolgen, 50-50. Wir haben 80% Chance, irgendwas aus dem Fluss zu ziehen. Oder wir machen nichts von beidem. Dunlaith verfolgt den, die war sehr dramatisch vorher. Dunlaith runs, chasing the wind where the man went. The calling voices of her companion's fate. Scattered sprays of faraway songs sting her rushing face like rain, but a gold light falls somewhere further on for her feet to follow. Alright, this is too pretty. What is this? Oh, ich glaube, sie hat's geschafft. 50-50. Cool. 6 brooks tumble down a near hillside. Their crackling waters tangle among old hand-worked stones, corners and bones of a forgotten place the wild reclaimed. One widening stream leaves the ruin to wander the woods and become a river. The chaos of water noise is tied by a singer's tongue into gentle knots of momentary melody. Here you are. Here I usually am, and you are slower than I thought. Come down in the water. The Waterling's voice is powerful and pliant, capable of flowing to all the pitches of a scale and the smallest gaps that split them. Dunlaith, you are called. It's a very earthy name, isn't it? How do you know? Your friends used it to invoke you. Nein, Moment, der Hase! Avenger, halt die Luft an! Entschuldigung. The stream water soaks Dunlaith's garments as she waits towards this man. Well, you are mountain-like, stony and strong. You are strange to me, and yet... Mountain-like? And yet, he slips from the stream and over the crumbling wall in a flash. Want me to keep following? If you'd like. Clambering up is somewhat more difficult for Dunlaith. A lonesome moth hopes to melt his body into the moon. I've been drawn to this river and wondered if my urge weren't the same as his. That's one of the most heart-wrenching things I've ever heard. Thanks. Ist ein bisschen edgy, der Typ. Here's a view of the lake. You won't know it well until you've seen it in its stars all year round, but here it is. Dunlaith follows him past thinning trees. You didn't spot this place. Gliding white birds circle, display lilac flames among their feathers. They graze the water, sometimes settle on it to gossip together. The lake curves around where those dark oaks stand. There's wonderful fish. It's lovely. I see the clouds cleared. Is it better than where you are from? I don't know. Really is beautiful though. The Waterling expelled a deep sigh. How long would you stay here? He leans on a trunk and grins again, impatient hands babbling with gestures.
I haven't told you my name. It's Jont. The river named me, but I named my wife. I wanted to be you. And you'll come and go, I know that. Your task seems important, but if you return to me as you may and are true, I confess my hope is very dear that you'll say yes and we'll wed. Dunlaith doesn't need long to make up her mind. Natürlich heiratet die den Waldflussmann, Jont. Why do you think I ran after you? Of course, yes. Es sieht nicht besonders überzeugt aus, dieses Gesicht. The two draw closer. A cool breeze jumps off the water. The lake birds gab loudly, then lift off into the sun together. My truest feelings require a little thought, I guess. For me also. How do I ever let go of you? I can be very elusive. The first kiss is long, but the pact of love it seals will last far longer, strong through all the hours together and apart. As they separate, John twists and slips the swathe of cool fabric over Dunlaith's head to hug her shoulders. This is so beautiful. It'll help you, help me to know my mantle keeps you safe. They part by the entrance to the ruin, promising to meet again whenever they can, spend peaceable times together. They'll bring stories to each other, years on. Dunlaith returns to find her companions on the banks where she first left them. You were gone too long, we searched. Nice cloak. Yeah, I caught up to him. Over dinner, Dunlaith tells them everything, or as much as they need to know. The next morning, they'll finish their survey of the land and they'll go, but Dunlaith will always come back. Sehr romantisch. Was haben wir hier Cooles gekriegt? Den Herrenwood Striker, nein, warte, den River Cloak. Oh, das ist gut. 0,5 Speed plus 1 Armor, genau das Richtige für einen Tank. Was ich hier ein bisschen schade finde, ist, dass hier unten ja nicht in die Legacy übernommen wird. Deshalb, selbst wenn wir die befördern, hier am Ende wird die den Umhang leider wieder verlieren. Aber was soll man da machen? So. Kommen wir hier durch, bevor die Incursion kommt, auf jeden Fall. Wahrscheinlich nicht, bevor die nächsten Legacy Points fällig werden für die Karten. Fire Eagles, das Event mag ich, das ist mal lustig. Wäre was für Saturan, ich glaube, der hat noch kein Pet, aber das ist eigentlich auch keine Kampagne, in der befördert werden soll. Naja. Hot on the track of a band of enemies, our intemperate party races through the woods. Well, less racing and more, Look! Who knew they'd be able to hide that well? It's not a very dense forest. Does anyone hear them? I hear yelling. Help! Anyone! Let's go! I smell... burning? The woods are on fire! I got that, yeah. Brakken's Vanguard rushed to put out the flames. Phew! Thank you. That got a little out of hand. Did the Deepists set that? What? No, it was a controlled burn. Well, emphasis more on the burn part than the controlled part. Wait, you set the woods on fire? Only some of them? Oh, thank goodness, otherwise this might be weird. Burning is very important for these woods, it keeps the fennel down. Fennel, isn't that an herb? Well, yes, people cook with it, but it grows 6 feet tall and makes these thickets, so you have to burn it in order to save the eagles. So you burn the woods to save the eagles who live in the woods. It's complicated, I can see that. Look, my name is Venetian. I'm here researching fire eagles. Maybe you could help me? Are we setting fire to the eagles? No, they are very rare. So you want us to hunt one and bring it back to you to study, right? What part of very rare was unclear? So, listen, this is complicated. There used to be boars here, right? The boars were the only things that would eat the fennel. Then people hunted all the boars because in addition to fennel they were eating people. That's a problem, yes? Not for the boars. So once they killed the boars off, nothing ate the fennel, and then the fennel would get really thick, and bunnies loved this because the thick fennel meant the eagles couldn't see them. So the fire eagles ultimately starved because there were no boars. The food chain is a harsh mistress. I like bunnies, not as much as the eagles did. Anyway, burning the fennel will keep the bunnies from being able to hide, so the eagles won't starve.
But that's just the beginning. Now we've got poachers coming in to steal eagle chicks and sell them on the black market. So, was haben wir hier? Abgesehen davon, dass wenn man unten den Farn verbrennt, mit Sicherheit auch die Hasen da drin verbrennen. Aber hey. Okay, I guess we can hunt some of those poachers for you, right? But what's in it for us? Ganz hier, ne? Dunlaith. Thank you so much. It's a big help. Seems likely it's the same bunch we were tracking earlier. There's a fire eagle nest about half a mile that way. Take out all the monsters around it. Horn Children, Chosen, Slinger, Fighter. Easy. Wir sind hier so voll. Da hat einer einen Leaf Spirit mit eingeparkt. Scout. Leaf Spirit einfangen. Hopp, hopp, hopp. Was ist das hier? Ist das neu? Okay. Wen haben wir denn hier unten genau in welcher Position? Die hat doch schon Battle-Dingsbums, genau. Die soll mal den Woken hier vernichten. Was passiert? Ach so, Heal on Kill wegen dem Todesschwert, das die Dame benutzt. Der kann jetzt noch einen Schritt weit gehen. Interviews bringt uns dann aber nichts in dem Moment. Rose kann aber von hier aus ihren Steinkrempel machen. Die ist doch ein Geomancer. Salira geht hier vorne mal in Kampfposition mit Saturan daneben zum Verteidigen. Hat doch gut funktioniert. Hör auf zu rülpsen. Ach, der macht ihn einfach so die Tür auf da oben. Hallo? Halte ein, Leaf Spirit. Mein Scout muss sich dann noch fangen. Bah. Wir wollen die Legacy Points. Die hat schon 2 Wasserwaffen. Ein Wurstmesser und einen Wasserbogen. Salira hüpft da einfach mal rein. Wir schauen gleich, was wir damit machen können. Dunlaith kommt nirgendwo hin. Die stellen wir vielleicht gleich... Ich stelle mit dazu. Zum Blocken. Meine beiden stabilen Mädels da vorne. Saturan kann mal seinen mächtigen, improvisierten Feuerball benutzen, rein theoretisch. Oh nein, kann er nicht, der ist viel zu groß. Dann zünden wir einfach den Chosen an. Jemanden anzünden war noch nie eine schlechte Idee gewesen. Guter Sprung. Dann slammen wir den hier aus dem Leben und kümmern uns nächste Runde um den Chosen. Nein, er hat sich in eine Kuh verwandelt. Was ist da los? Und eingesaugt. Wurfmesser? Kein Wurfmesser. Boah, wie lustig das ist. Man steht da rum, plötzlich kommt aus dem Nichts ein Wurfmesser geflogen, das an einem vorbeizischt. Dann kommt der Schurke hinterher gehüpft, sticht einem in die Rippen, tötet einen und wird dabei wieder unsichtbar. Premium. Ja, theoretisch bräuchte Rose wahrscheinlich ein bisschen mehr Potency, weil Saturan hat ja irgendwie schon 6 Punkte Potency. Wegen all dem Gerüppel, was er dabei hat. Afterward. Oh no, what is that thing? Bog? Is that one of the eagle chicks? Are we too late? Bog! Bog, bog! Bog! Oh no, 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 no. Bog! I think it likes you, Salira. Let's see what Wenithine has to say. So we cleared out your poachers, but I think they'd already gotten a chick. Bog? Is it too late? Have we handled it and now it smells wrong and the mother won't take it back? Don't be ridiculous. Fire eagles have no sense of smell. So then we can put it back? And it will stop hugging my leg and setting my socks on fire? No. What? Bog? That's not a fire eagle, it's a fire chicken. The poachers probably brought it along as a bait. Bog bog! So, what do I do with it? I mean, they are pretty good in a mushroom sauce with some leeks. Bog?
Anyway, thank you for helping with the poachers. So, what are you going to do, Salira? Okay, lasst mich ganz kurz ein Sekündchen. Ich denke, wir werden das Feuerhühnchen mal mitnehmen, einfach nur, weil ich die neue Fähigkeit sehen will. Well, I can't leave him here, that widow will eat him. Looks like you have a new pet. What are you gonna name him? I don't know, Sparky maybe? He looks like a Sparky. Bok Bok. Ja, Woken Fighters, bla bla. Wir haben 17 Tage, wir haben 3 LP, das heißt, wir können uns die Zeit hier oben in Ruhe nehmen, um ein Item zu finden. Ist mir egal, will ich nicht, ist mir egaler, ist mir alles egal. Schmeiß einfach oben drauf, ich fühle mich nicht bedroht von deinen Karten. Spiel. Loot. Ich persönlich stehe auf Loot. Die Kette wird Dunlaith anziehen. Ich hatte eben gerade ein paar Mal Angst, dass sie vorbeischlägt, wenn es wichtig ist. Und dann gehen wir mal zum Graymountain. Hoffen, dass das Finale von Kapitel 1 ist und ich nicht meine Zeit verschwendet habe. Scout. Assault Graymountain. Jetzt wird wahrscheinlich wieder viel Story-Geschwätz kommen. So, aber das hat jetzt die neue Fähigkeit noch nicht sofort, gell? Nein, das hat Fire Chicken. Das kann einfach nur Dinge anzünden. Das ist sicher auch nicht schlecht. Magie-Damage auf einem Krieger. Je nachdem. Vielleicht behältst du das Fire Chicken. Schauen wir mal. Nicht unbedingt das Krieger-Pet, das ich mir vorstelle, aber nicht jeder Mann der Krieger kann einen gottverdammten Avenger kriegen. Das sieht dann auch irgendwann langweilig aus. Und aus RP-Gründen passt ein kleines Hühnchen irgendwie gut zu meinem Hühnerbeinkrieger. Graymountain. They picked their way through canyons and up cliffsides, following the path that Brakken marked. The great mountain that once loomed in the distance grows wider and taller with every step. Austere and silent, it watches the advance. Its sides are pewter gray and strangely smooth. Its peak disappears into the clouds. The rock formations are curious, doesn't look like it would be easy material to work with. I wonder how Brakken and the lady come to live here. Shh, you hear that? Ah, my friends, you've come. Kept you waiting? No, I have been busy myself, preparing, watching. I've got news of your deeds, and as have the Deepists. That prophet of theirs, he is unsettled. In the mountain, he gathers the greatest of his warriors. But I can get you past the outer walls, allow you to strike where they're least expected, at the prophet's sun-hating little heart. Still, it will not be easy, he keeps a formidable force around him always. My mind's made up, wouldn't have come all this way if I didn't mean to see it through. Anyway, we are not unformidable ourselves, I thank you. Now come, speed is good, not falling is better. Brakken leads them on and upward, finding paths and ledges on the mountain's side that were invisible from below. She is sure-footed, unwavering, as if every fissure and every bend is etched in her memory. At last, she stops, pulls aside a pile of brush, revealing a person-sized crevice. Inside is a dark, cavernous space. Whether it was formed by nature or human hands is difficult to discern, but it feels old, older than the broken castles that speckle the valleys below. Remarkable! Is this your home, Brakken? This is a passageway. Further along, though, well, it was more splendid then. When I first set foot on these stones, that day I was cold, so cold, wondering if the sun would ever rise again. But the mountain sheltered me, it gave me life. How long ago was that? You lose count over the years. And your boss, was she... Ah, we have come to the stairwell. Through the trapdoor at the bottom is a small tunnel, leading to the underhall. I have been using it to gather information unseen. Get ready, I guess. There is one more thing. Once the alarm is sounded, the cultists will come swiftly to protect their prophet. On the western side of the hall, one of the pillars has never stood right. The stone is weak enough, one of you might bring it down with a solid blow. That should stop the forces pouring in. How long have you been planning this?
Okay, wir haben einen Shadowhunter hier und sonst ein bisschen Woken Gesindel, da mache ich mir keine Gedanken. Wir wollen was? Dem Klotz hier eine verpassen? Nein, dem Klotz da. Reach the crumbling pillar to collapse the ceiling. Deepists will... Okay, also gehen wir hier rüber, hauen da dagegen. Doch, Westen ist ja links. Westen ist links, meine Kerle. Ihr habt es hier gelernt. Lasst euch nichts anderes erzählen. Westen ist immer links. Improvisierter Feuerball! Das war extrem unnötig. Vor allen Dingen war das ein One-Off. Der wirft diesen Kampf nicht nochmal. Gut, ich weiß nicht genau, inwiefern die da oben wissen, dass wir hier sind, aber die müssen sich da ja erst durchschlagen, bevor die hier bei uns ankommen können. Rose. Saturan folgt dann schon, wenn es soweit ist. Okay, die Horn Children haben den hier ein bisschen den Lederhaufen zugestellt. Wir pushen hier vorne also fix durch. Haben wir jemanden, der dem Mann da Schaden zufügen kann? Konstrikt wäre nicht schlecht, das macht den zumindest langsam. Gibt es eine Richtung, aus der ich den pieksen kann? They are coming in swarms. Well, here goes. Flynn lunges for the pillar, throwing her full weight against it. The archway collapses and the wall with it, floor giving way beneath her, stones splinter and fall. It's a short but painful drop. Did I just bury myself? Sounds of the struggle filter down. Then, in the darkness, she spies a glow. As she nears it, another light suddenly floods her periphery, causing her to stumble. It's harsh, blinding as day, until the next moment when it dims, vanishing with a thud. Flynn? Brakken? What are you... There was a light. My torch, maybe? I need to get back to the others? Right, follow me. Okay, das heißt, Flynn ist gerade ein Momentchen im Urlaub und wir haben... Nein, Flynn ist hier. Okay. Und wir haben unseren Sunswallower gesehen, den Vulture King, Queen in dem Fall. Ich glaube, das ist nicht unbedingt festgelegt. Können wir hier oben nicht einfach ein Ignite anfeuern? Ihr woken Gesindel. Feierlich! Saturan Feuerson wird euch vernichten, ihr Woken. Ich habe das Feuer mit unter den Berg gebracht. Bitte nicht schlagen. Okay, Flynn ist trotzdem sehr weit weg gerade. Wir können mit dem Feuer hier interfusen, das Hornschalt damit anzünden. Schön. Die Armbrust, die ich mit mir rumtrage, ist eine Single Action. Gut, ist egal sowieso. Ignite bitte. Er wirft einfach wild Feuerbälle um sich und schießt aus seiner Handgelenkarmbrust. Assassin's Creed Style. Machen hier mal auf, dann kommen wir nämlich an den Slinger. Schubsen ihn hier quer über die Map. Was kann Fire Chicken? Fire Chicken! 2 Punkte Magic Damage. Oh, Fire Chicken, du kleiner Goblin. Gerade ist das... Oh, okay, ich kann nicht gucken. Das ist eine große Tür, in die wir gleich gehen müssen, schätze ich. Die soll da mal in Ruhe hinscouten, um sich die Sache mal anzuschauen.
Wer darf denn noch? Ziehen 100 mal hier runter, damit die Kuh vielleicht Interesse hat, jemand anderen zu schlagen als Saturan. Richtig, Hornchild, du lebst noch. Dich habe ich ganz vergessen. Ich fordere dich heraus, Chosen. Oh nein, Feuer. Upsi. Upsi. Tja. Nochmal ein paar Steaks auf den Grill geworfen, was? Waren das nicht alle Gegner? Ach so, der Shadowhunter wird da oben drin sein. Dann sammeln wir uns da mal alle fröhlich. Oder tritt er jetzt die Tür ein und will uns töten? Nö. Der wartet gemütlich da oben in seiner Bude, dass wir uns sammeln, vorbereiten und ihn in aller Ruhe vernichten. Ja, ich weiß, viele hätten wahrscheinlich gerne Mel dabei gehabt in der Kampagne, aber hey, Mel kann nicht in jeder Kampagne rumhängen. Der braucht mal seine Zeit für sich allein. Müsst ihr mit Saturan zurechtkommen. So, jetzt haben wir es doch geschafft. Alle sind hier. Ich weiß nicht genau, wer die Tür aufmacht. Wahrscheinlich Flin. Wow, 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 wer randaliert da drin? Hallo? Shadowhunter, wieso machst du deine eigene Bude kaputt? Was ist denn los bei dir? Okay, Shadowhunter macht was? Der macht den Gorlieb. Der springt in uns rein und macht Rüstungen kaputt. Das heißt, wir verteilen die Krieger mal ein bisschen. Das war nicht so geil. Das war definitiv auf der besseren Seite. Die Handarmbrust schießt nicht so weit, dass es irgendwie relevant sein könnte. Wenn ich den Typ dahin ziehe, müsste Dunlaith aber an den Kerl drankommen. Kriegen wir von irgendwo einen Crit? Von da. Schön. Also kein Crit, eine Flanke. Ihr wisst, was ich meine. Ihr guckt mir nur schon lang genug zu, wenn ihr hier seid. Wir stehlen das Feuer. Machen den Kerl damit rippschick. Du hast doch auch einen Bogen, oder? Kann der schießen? Kann er. Gut. Nicht unbedingt. Ah, der Typ, den ich gerne angegriffen hätte. Nimm Armbrust ins Gewicht. Ja, das hast du davon, dass du einfach so Saturan durch die Gegend schubst. Salira, du bist hier der Captain. Ach, die macht keinen Damage, weil er... Mage, geh mal einen Schritt auf Seite. Nur kurz, nur einen Schritt. Das sieht schon besser aus. Flieg, kleiner Shadowhunter, flieg. So, und jetzt kann Saturan den... warum eigentlich? Hier, wir machen es ganz billig. Wir schmeißen... komplett ohne Respekt einfach ein Wurfmesser in den Rücken von dem Kerl. Dunlaith and Flin are now rivals. Die Mädels, die wir dabei haben, mögen sich alle nicht gegenseitig. Wo ist die Fähigkeit für das Hühnchen? Gut, gibt's nicht. Also nehmen wir von den Fähigkeiten hier Endurance Plus. Feast. Dust settles. A tomb's silence falls. Caves and tunnels branch away from the prophet's hall. A labyrinth cluttered with odorous offerings and scatter-scratch sigils. Words of the prophet's fall must travel fast. All seems deserted. Irgendwas stimmt hier absolut gar nicht. It's the walls of these chambers, more than the deepest trouble, that hold Flin's attention. Where there seemed to be a gap before. Just the wall, I guess. Have we not searched enough? You must be longing to turn your feet homeward. Oh, but we made such a mess in here. If you'd like help cleaning it up. Oh, no, you've already done all that could be asked, and my lady is so very particular. I will handle the rest. Alright, your lady. Are we supposed to meet her? I'm afraid that would be quite impossible. She is unwell. But the mountain will heal her, as it ever has. Soon she will be her old self again. Yes, her old self. The mountain? Come,
I will show you out. But even the deepest buddies? I'm an impressive digger, you know. Not necessary. Ich habe das Gefühl, jemand will die essen. Be off and be well. Spring will come soon. Doubt I'll hike this mountain again. It will be a long road back, but their steps are lightened by thoughts of what lies ahead. From high up, they can see all the land, grey in the pale light. Is that Savalia's chimney down there? Probably getting supper ready. Forget supper, just give me some bread and jam. My queen? Brakken! I expected to find you resting. Resting! Now when I feel the fire in my blood again, when all that was stolen returns to me. Pah! Those creatures no longer taint the airs of my mountain with their rank mushroom breath. For the first time in centuries, I begin to feel like myself. I am pleased to hear it. And yet you're making that damn face. Am I? No. We have little of value to spend besides time. We shall need to remedy that. I suppose the Dunlaiths are a bit moist. Those penny blades, how exactly are we paying them? Ah, a stroke of fortune, or maybe fate? They saw, I think, that our purposes aligned. I might have offered some reward, but they appeared content the job was done. Our purposes, And who did they think you were? A simple servant of a wronged lady? So you did mention me. Have I done wrong? Wrong? No. No, what does it matter really? I thought they should know this was your home, lest they may try to claim it. I might have enjoyed that, but fine. Seal whatever entrance you brought them through. Yes, my queen. Brakken, loyal Brakken, if you had seen me that night. The very night I shattered my prison after millennia enshackled, my mind gone strange. I could finally match gazes with the stars again, and planets, their equal once more. I might have gone anywhere then, but I longed for my mountain, my perches, my caves, my basking stone. I even remembered you, Brakken. My first waking thought was to find you, Queen Wulta. I knew nothing of all the years gone by. Yes, the years. I'd had no one to listen to me scramble and curse, no one to puzzle over my equivocal utterances or quail as I hissed and sang, but I also lost track of time. I regret, or I wish. The day you were imprisoned, that very day I swore I would free you myself. Whatever the price, I only need to survive long enough to bring you back. But between one hiding place and the next, I slept, I only slept and never woke up again through all the ages since. Let it go, I don't fault you. When my power has sealed naturally, your own vitality would diminish. If anything, be glad you were preserved until the moment I needed you. You're like a little pickled Bigfoot. Oh, must I be a Bigfoot, my queen? And look, feel it, stand in that golden heat. Things will be as they were, Brakken, as if this mountain was never taken from us, and hill by hill, river by river, we shall reclaim the sum of all we once called. That smell. Yes, our guests have prepared you a fine feast. Ah, how considerate. 10 Jahre Frieden, wuhu! Wir haben hier echt ein Problem, Jungs, okay? Wir haben hier echt ein Problem. During the years of peace, Salira and her fire chicken found themselves unsuited to a life of farming. Fuck! But ideally positioned to ease the burden of an aging blacksmith. Fuck! Much of the time that passes, Dunlaith and the Waterling jaunt spent together. Their great love washes strife and sorrow away in its gentle force. Saturan and Rose were stopped by a traveling woman, a resident of that small village in Gulona Fields where the Great One once feasted. She thanked them again for slaying the monster and ending the darkest days of her life. They stood a while, trading news and knowledge in the sun.
In the Idyllbrick Inn, a new portrait was hung. Tales of Flin and Brakken's Vanguard grew ever more elaborate as the years went by. Und ich meine, da unten der kleine Critter einfach so das halbe Gesicht drin hat. Nein, wir wollen keinen Action-Hammer haben. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Offhand als Mage. Und nein, wir wollten auf keinen Fall einen Krähenkopf haben für Salira. Danke fürs Angebot. Ich schaue hier kurz drüber. Wir müssen neue Klamotten für den Mage auftreiben. Okay, ich brauche jetzt nicht viel rauszunehmen. Wir hatten nichts, womit man irgendwas craften kann. Der Mage hat einen T2 Zweihand-Zauberstab gekriegt. Und das war's. Alle anderen müssen mit ihrem Equipment ins nächste Kapitel gehen. Bitte nicht. Er, das Monster. Wer hat den angelockt? Guck nicht so traurig, du weißt, wie du aussiehst, Mann. Made it just the way you like it, all nutty and crumbly. Just don't let me hear you've been hobnobbing with the baker across town. You know you're my favorite, Brogiana. Rain's gathering. Stay inside if you can help it. Rain, huh? At least I won't have to water the garden. Dem hängt die Zunge raus. Salira Wing Knight. I'd know the back of that head anywhere. Ja, ihr seid Geschwister, glaube ich, tatsächlich, oder? Nein, warte. Mel und Salira sind... Ich bin verwirrt. Wait, is that little Darkbane? Little? Ja, es ist Darkbane Takoson. Ich erkenne ihn an seiner Vielzahl Transmutationen. Thought you were doing mercenary work up around Dovecall. What brings you my way? Got somewhere we can talk? Yo, how's this for a mess? Woke up this morning and decided to rearrange the furniture. Das Bild da oben ist saugeil, okay? Ich würde es mir hier zu Hause an die Wand hängen, wenn ich so eins haben könnte. Guckt euch diese Kuh an. I'll get a fire started and we can have a nice long chat, like old times. It would be nice to reminisce with you over, well, but that's not what I'm here. Going to be a long story, huh? Yeah, you remember Morotta? Morotta? Helped us with the goat kids that one summer, striking statuesque woman, like a hero from olden times. Oh, Morotta. Well, I ran into her last season. She had a new job lined up, asked if I wanted in. She was always like that, looking out for me. You heard about the Dwarven and Mortagi? Yeah. Don't know what set them off, but if they want to whittle each other down, that's fine with me. Less for us to worry about. Felt that way too at first. Course, it'd be one thing if they kept their fighting to the wilds, but when it's happening on our back doorstep, people get nervous. There was talk of putting together a militia just in case. I assumed that was the sort of job Morotta had taken. Militia? Darkbane, you're adorable. Why'd I want to join the militia? Oh, I mean, I don't know, but it's all anyone talking about right now. I'm sure it is. Bigger walls and deeper trenches and a few brave cowhands armed with pitchforks. That's the answer to everything. Hey, es funktioniert in den Incursions, okay? But no. This thing between the Dwarven and Mortagi, see, it's not something to wring our hands over. It's an opportunity. How do you figure? Well, people like us. We have certain skills that aren't all that useful in peacetime. What good's knowing how to swing a sword if you don't have anyone to swing it at? And when folk have no more use for us, hungry days can stretch to weeks. But the militia could use people like us. Use us, sure. Pay us what we are worth, doubtful. Come on, Darkbane, where's your imagination? Between the two of us, Mortagi have the upper hand. They've got numbers, they are efficient, move with one mind. I'd give it a few weeks tops before they overwhelm the Dwarven. The Dwarven know it too, they are desperate, and they'll pay a high price for a good sword arm. The Dwarven? You would fight for them? Yeah, why not? Die Augen! War die ganze Szene ein bisschen kaputt für mich, aber okay. Okay. Well, when you say the Dwarven, I assume you mean the same ones who ambushed our camp last winter and destroyed the old farm. How can you justify working alongside them? Same way you justified working with the Serena sisters when the prairie dogs were running rampant? Common enemy? The Serena sisters weren't dangerous marauders. In Mortagi and prairie dogs, what's your point?
Well, supposing you do help the Dwarven win this war, how can you be sure they won't turn around and bear their fangs at us? That's thoughts for another day, and if the Mortagi won, would it be any different? Not like one side's better than the other? Right, but that's exactly why we should stay out of it, not pick sides. You still don't get it. I couldn't care less who wins. I'm just lending my services to the higher bidder. Look, Darkbane, you don't want in? That's fine. I was only trying to do you a favor. See you around, I guess. Anland, got a table with my name on it? After that, a lot of things changed. Mortagi were driven back, but not defeated. More and more, the fighting started crossing into people's lands, farms. Instead of dwindling, the army swelled, with human soldiers fighting for both sides. Mortagi too? Imagine talking coin with one of those bone buckets. I tried to find out more who was hiring them, how they were organized. That's when I landed myself in trouble. Some man with axes chased me out of town. I understand it's their livelihood, and unpleasant tasks are often the most lucrative. But while they are fattening their purses, things are getting uglier. Those of us who won't pick a side find ourselves stuck in the middle. Didn't know what to do until I remembered you and Brakken's Vanguard. How you took care of that Deepist problem a few years back. I thought maybe you could talk to the mercenaries. Darkbane. Not sure words will get us anywhere as people like them. But hey, a lot of strange things have happened. I'm willing to give it a try. Shouldn't be hard to convince the others too. Didn't realize how much I missed this. Schönes Bild. Der Umhang ist so blau. The shadows deepen. All monster groups will draw an extra monster card in every battle. Gut. Puh, das war Kapitel 1 von Sunswallower's Wake. Interessante Kampagne, denke ich. Ich weiß nicht genau, wie jetzt Kapitel 2 hier reinpasst, aber menschliche Söldner auf beiden Seiten hatten wir in den anderen Kampagnen noch nicht. Ja, man hat ein paar Mal gegen Menschen gekämpft, aber das waren immer sehr einfache Kämpfe. Ich gehe davon aus, dass sie diesmal ein bisschen knackiger sind, wenn es dazu kommt. Wenn wirklich Darkbane sich der Gruppe anschließt, haben wir noch einen Mythwalker unter uns. Und einen sehr starken mit dazu. Der ist ja wirklich ein sehr, sehr starker Charakter. Aber hey, ich mache jetzt direkt weiter mit Kapitel 2. Ihr nicht, ihr müsst wahrscheinlich eine Woche darauf warten. Danke fürs Zuschauen, liken und abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.